Hallo und willkommen bei Deckvideo Nummer 5. Wir sind heute mit einem neuen Deck unterwegs, beziehungsweise es ist kein neues Deck, aber ich baue wieder für jemanden ein Deck. Und ich zeige euch gleich, welches Deck das sein wird. Wir machen einen kleinen Trommelwirbel und es ist das Hagging-Team. Ich weiß, viele von euch hassen es, aber viele von euch lieben es auch. Und der Subscriber, der wollte dieses Deck jetzt haben. Und deswegen werden wir ihm das auch bauen. Ich werde euch zeigen, was wichtig daran ist. Aber erstmal werde ich euch jetzt zeigen, wogegen wir das benutzen können. Ähm, Ich werde euch heute wahrscheinlich sogar 2 verschiedene zeigen, wogegen wir das nutzen können, weil dieses Team so vielseitig ist. Man kann es halt sehr häufig benutzen. So, nachdem ich euch gezeigt habe, gegen was man das benutzen kann, zeige ich euch, wie man es ruht, und dann zeigen wir auch noch mal, wie unser fertig geruhtes Team dann gegen ein, weiteres Team kämpft, damit ihr heute mal 2 verschiedene habt. Damit ihr wisst, wogegen man diese off sehr gut nehmen kann. Also, es ist wichtig, ich könnte euch jetzt Dutzende Beispiele zeigen, wirklich Dutzende. In diesem Video zeige ich euch 2, aber es ist wichtig, dass ihr definitiv, Strips mit da drinne habt. Also, hier haben wir ein Strip, ein AOE-Strip. Und das Gute daran ist, dass, bei ihm ist ja auch, er macht seinen, Strip und verteilt Debuffs und dadurch pusht Haging noch höher. Und wir haben hier auch einen Single-Target-Strip. Also, das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass ihr Strips in dem Team habt, weil sonst bringt das nichts. Deswegen, es gibt auch sehr, sehr viele verschiedene, Teams mit Hellgang zusammen, die man noch kombinieren kann. Also, das hier ist jetzt eins davon. Ich werde euch hoffentlich im Laufe der Deckreihe noch mehr zeigen können. Und jetzt gehen wir einfach mal rein, damit ihr seht, wie der Play ist und wie es gespielt wird. Da ist jetzt natürlich der Chandra First Turn dran gewesen. Ist auch vollkommen in Ordnung, und genau das wollten wir. Habt ihr gesehen? Er hat den Strip gemacht, er hat die Debuffs gemacht. Wir haben uns gecleansed und wir sind dran und können jetzt natürlich anfangen rauszunehmen. So, für mich persönlich, wir geben ihm einfach mal den Oblivion und nehmen ihn am schnellsten einfach raus, wenn es geht. Turnorder hat absolut funktioniert, wie es sein sollte. Jetzt, kann er machen, was immer er möchte. Das ist für uns in Ordnung. Ich nehme ihn auch tatsächlich nicht, habe ihn jetzt nicht als erstes irgendwie im Target genommen, weil wir wollen natürlich auch, ganz gerne die Stacks auf der Riley haben von ihm. Ist 'n Feuer-Unit, greift 'n Wind-Unit an, ist klar. Das, erklärt sich natürlich von selber. Und dann können wir ihn jetzt eigentlich im nächsten Turn rausnehmen. Also, das ist jetzt eigentlich schon so gut wie durch. Da dürfte normalerweise nicht mehr viel passieren. Er tut sich selber stunnen und wir geben uns immer Buffs. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir wollen immer auf Buffs sein, damit wir, ja, die Haging-Passive immer und immer wieder haben. So, wir nehmen ihn raus und spielen das dann einfach nur aus. Immer auf die Buffs achten, niemals ohne sein und fertig. Jetzt kriegen wir hier noch mal die guten Stacks auf die Riley, dann nehmen wir ihn noch mal hier und fertig. So, schön Will. Also, wie gesagt, ja gut, jetzt haben wir hier 'n Riley-Proc gehabt. Wir geben den S4 lieber trotzdem, weil wer weiß, wir wissen nie, was es an Procs gibt oder sonst irgendwas. Ich mag die Riley-Procs nicht, wenn die in 'ner falschen Situation sind. So, jetzt können wir hingehen, um den Thesarion zu pushen, weil Haging ist ja nicht nur so cool, dass er dran ist, wenn wir gestrippt werden, sondern es ist auch noch so cool, dass er pusht, sobald wir einen Debuff entfernen. Das heißt, wenn wir mit der Riley jetzt cleansen, entfernen wir diesen Debuff und schauen mal, wir haben dadurch noch mal 'n Push bekommen. Und das ist einfach das Gute an der ganzen Sache. Wir können jetzt hier einfach das ausspielen und fertig. Da habt ihr jetzt mehrere, ja, da habt ihr dann mehrere Devs in diesem Video. Also, jetzt haben wir die und am Ende haben wir noch eine. Und wie gesagt, achtet einfach darauf, wenn Strips vorhanden sind und jetzt nicht der extremste Damage da ist, dann könnt ihr das benutzen. Also, es
sehr häufig. Also, deswegen ist auch warum ich 4 Hagings festgehalten habe. Und jetzt schauen wir uns an, wie wir dieses Team runen. Bei dem Haging-Team ist ganz, ganz, ganz wichtig, wir schmeißen uns die jetzt erst mal alle hier rein, weil, ja, wir die einfach aneinander tunen. Es gibt da jetzt natürlich keinen Speedbuff oder sonst irgendwas. Ich will einfach nur die exakten Zahlen haben, weil es dann einfacher ist. Wir haben auch keinen Speedbuff, wir haben gar nichts. Ich möchte, dass die Riley und der Haging auf demselben exakt demselben Speed sind und der Thesarion also, die Turnorder ist Haging, Thesarion, Riley. Die Riley im besten Fall halt als Letztes, damit sie noch mal frische Buffs auf alle drauf machen kann. Bei diesem Team haben wir aber nicht immer wirklich, ich sage, wir haben nicht immer den Einfluss da drauf, weil bei Haging ist das Ding, wenn man gestrippt wird und der Gegner halt, auch Debuffs verteilt und so weiter, er pusht halt in anderen, Prozentzahlen dann. Das heißt, es ist absolut, nicht vorhersehbar, deswegen können wir das nicht tunen. Aber wir wollen grob natürlich im Bestfall gehen wir davon aus, dass keiner gestrippt wird oder wie auch immer. Deswegen machen wir das jetzt einfach so. Und wir schauen jetzt, wie wir alles an den Haging tunen. Ja. Wir geben das einfach alles ein und erarbeiten uns das dann nach und nach. Deswegen schauen wir jetzt einfach mal, wie viel Speed wir auf ihm draufpacken. Na ja, also ich sage euch mal so, normalerweise müssten wir ihn ja nur im, 5er-Tick haben. Ich sage mal immer so, wenn das ein Stückchen drüber ist, finde ich das nicht schlimm, wenn die Stats dann besser sind. Deswegen, gehen wir einfach mal ganz kurz schauen, wie wir ihn hier kriegen. Also, er muss definitiv auf Despair sein. Despair und Will. Ganz wichtig. Despair, Will, gibt's gar nichts anderes zu sagen. So, jetzt schauen wir mal, ja, wie wir den am besten kriegen, dass er weil wir wollen, dass er am längsten überlebt, wirklich. Also, er muss überleben. Das ist ganz, ganz klar. Das ist ganz wichtig für uns, weil, ja, seine Passive ist halt unser Dreh und Angelpunkt, ne? Deswegen schauen wir einfach mal also, das minimalste Speed, was wir auf ihm drauf bräuchten, wäre, ja, Moment, 168 können wir aber nicht machen, weil wir ja exakt dasselbe Speed haben wollen und der Thesarion dann zuerst dran sein würde. Deswegen machen wir 169 auf ihm drauf und schauen jetzt einfach mal, was uns der, Ingame Optimizer so ausspuckt. So, alles klar, wir gucken mal, mit viel HP. Das nehmen das nehmen wir jetzt auch erstmal. Wir nehmen es erstmal und können es dann immer noch nach und nach, ja, ne? Also, wir können das dann nach und nach wir brauchen auf ihm kein Resi, also, deswegen wäre das hier vielleicht sogar besser. Wir wollen da am besten kein Resi drauf haben, weil wir wollen ja im Prinzip, dass er zuerst moved. Wir wollen, dass der Haging natürlich zuerst moved. So, wir haben jetzt 186 Speed. Das ist recht schnell, wenn ich ehrlich bin. Also, das ist tatsächlich sehr schnell und ich weiß nicht, ob wir den Rest dann gut und proper dran getuned bekommen. Deswegen schauen wir einfach mal, wenn wir das hier rausnehmen würden, ob wir da was bekommen. Nur mal einfach aus ja, sehen wir. Seht ihr doch. Da haben wir doch sehr schön. Und da kriegen wir sogar direkt noch mal viel, viel mehr. Das Resi wollen wir nämlich nicht. Und ja, wir nehmen das hier. So. Das heißt, wir haben den jetzt auf 169 Speed. So. Das heißt, wir können jetzt hingehen. Wir wissen jetzt unser exaktes Speed. Wir haben ihn jetzt auf 169 Speed und jetzt können wir den Rest daran anknüpfen. Den hoppala, hoppala, 169 Speed. Das haut nicht hin. Moment, 173.
ist zu viel. Wir brauchen ihn so. Wir brauchen ihn jetzt tatsächlich auf 171 Speed, weil wir wollen, dass der Hagang zuerst moved, dann der Thesarion und die Ready muss auch exakt dasselbe Speed haben wie der Thesarion. Das heißt, bei der brauchen wir sogar noch, ein bisschen so. Bei der brauchen wir 172. Wie ihr seht, ne, wenn das jetzt wirklich so läuft, wie wir das wollen, nur der Hagang wird, gestrippt, dann ist er sowieso dran oder gar keiner wird gestrippt und so weiter. So wollen wir das haben. Das heißt, wir gehen mit unseren wunderschönen Werten gehen wir jetzt, weiter. Wir geben dem Hagang jetzt auch noch mal schnell seine Artefakte, damit wir das fertig haben. Also, hier würde ich dem Guten ein S2 ACC draufknallen. Hat er schon. Ähm, ja, das können wir eigentlich so lassen. Okay, die Artis können wir lassen. Dann gehen wir jetzt weiter zum Thesarion. Wir wissen jetzt seinen Wert und wir wollen, definitiv auf ihm Vio und Will haben. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Dann wollen wir auf ihm haben 100 Crit Rate. Die wollen wir. Die müssen wir haben, weil wir brauchen ja auch Damage. Dann hatten wir 171 Speed und die 171 Speed müssen auch exakt bleiben. So, wir können ihm mal hier geben ein Speed oder ein, hoppala, wir können ihm ein Speed oder ein HP geben. Wir können hier, ja, wir lassen das erstmal. Wir geben lieber noch ein bisschen hier rein. Moment, wir brauchen definitiv auch noch mal die 59 Resi bei ihm, weil bedenkt, er hat ja auch noch den Resi-Lead. So, wir brauchen bei ihm die 59 Resi. Und dann wollen wir noch, wir schauen mal, Attack nehmen wir um die 800 und HP nehmen wir mal so. Und dann können wir jetzt einfach mal gucken, was wir, ach ja, entschuldigt, was wir so ungefähr kriegen. Schauen wir mal, ob wir das bekommen. Bekommen wir leider nicht. Wir nehmen aber hier auch noch mal den Hagang rein, damit wir nicht die Will-Rune von ihm wegnehmen. So, dann können wir gucken. Hier können wir nicht runtergehen. Wir gucken mal ein bisschen weniger HP. Also das erarbeitet ihr euch dann wirklich halt nach und nach. Ne? Also so ist das dann der Call. Wir müssen natürlich irgendwie gucken, dass wir hier irgendwas draufkriegen. Ja, machen wir mal so, ob er das vielleicht findet, aber ich bezweifle es, ja. Also hier daran können wir nicht feilen. Dann gehen wir mal auf 27 und machen mal hier das und gucken wir mal, ob wir da was bekommen. So, das lassen wir auf jeden Fall drinne. Wir lassen ja schon offen. Also wir lassen wirklich offen, was er nehmen kann. Ähm, ja, die Frage ist jetzt, ähm, die Frage ist jetzt, wo gehen wir noch ein bisschen runter? Hier geht's nicht, hier geht's auch nicht. Dann gucken wir einfach mal in hier und dann können wir vielleicht mit den Artis gleich noch ein bisschen was rausholen und mit den Relikten. Das ist ja das Gute daran. Komm schon, findet nichts. Ja, das ist schwierig. Oder ist es einfach zu viel vorhanden? Ich weiß es nicht. Okay, wir machen es anders. Weil normalerweise, ja, das kann ich mir nicht vorstellen, dass der da absolut gar nichts findet. Wir schauen uns das jetzt mal an. Ansonsten müssen wir ihn halt von dem Resi runternehmen. Geht ja nicht anders. Nee, das wäre viel zu viel Verlust an Dings. Okay, wir packen jetzt mal 700 Attack, das wollen wir haben. Ach ja, das mit dem Resi ist ja natürlich dann auch blöd, weil das braucht er ja trotzdem auch, ne? Gut, wir könnten jetzt genau da drauf gehen.
Das nehmen wir jetzt auch mal und jetzt schaue ich mal ganz kurz, was der hoffentlich hat er Attack oh nein, da hat er schon HP drin. Okay, da hat er schon HP drin. Dann könnten wir aber rein theoretisch hingehen und könnten ihm einfach mal, 600 geben und könnten gucken, ob wir ein bisschen mehr HP rauskriegen. Und dann geben wir einfach 'n Damage Arty vielleicht oder sowas. Das kann man auch immer mal wieder gucken. Ja, das ist schon mal das ist dann schon mal ein bisschen besser. Das ist viel zu viel Resi. Also wirklich viel zu viel. Ähm, so viel Resi wollen wir gar nicht. Das ist leider das Problem an dem Ingame Optimizer. Der, geht immer über die Stränge und gibt uns dann nicht genau das, was wir haben wollen. Ja, jetzt müssen wir mal schauen. Oder wir nehmen bei ihm halt einfach das Resi raus, aber das gut, wir müssen mal gucken. Wir machen da mal Abstriche und schauen einfach mal, wie wir das besser hinbekommen, weil die Stats, die gefallen mir so nicht. Und wenn ich dann die anderen Stats hier dadurch besser kriege, dann nehmen wir das in Kauf, weil wir sagen ja mal als Verschwörungstheoretiker, dass Resi und ACC eh Fake sind, ne? Also, sagen wir einfach mal so, ja, der möchte nicht, wie wir wollen. Wir haben jetzt das Resi rausgenommen. Du darfst. Du darfst uns bitte bessere Runen jetzt geben. Jawohl, das ist doch schon mal ganz schön. Dann nehmen wir das hier. Dann nehmen wir das und damit wäre das in Ordnung. Der hat ACC, der hat diese Werte. Er ist nicht Fallobst, das ist wichtig. Gut, er hat jetzt natürlich kein Resi. Wäre der optimalste Fall, wenn man das hinbekommt, aber wenn man es nicht hinbekommt, heißt es ja jetzt nicht, dass man es nicht spielen könnte. So, wir haben jetzt den Helgang fertig, wir haben den Thesarion fertig. Bei dem Thesarion ist mir ganz wichtig, dass man, ja, Relikten, bei den Artefakten, was hat er denn drauf? S1, S2, ACC. Ja, da gucken wir mal, was wir hier noch so bekommen. Das ist eigentlich ein gar nicht mal schlechtes Arti, wegen dem Add Damage auch hier auf dem S2 dann. Ähm, das geben wir ihm mal. Und auf der linken Seite geben wir ihm jetzt einfach mal, gut, da geben wir normalerweise Minusschaden. Ja, was packen wir denn jetzt mal da drauf? Wir geben ihm jetzt mal einfach nur einfach, dass wir was drauf haben, geben wir ihm einfach mal hier, ähm obwohl er hat schon eins drauf. Das lassen wir jetzt einfach drauf. Das kann der Besitzer dann noch mal ändern. Also, das macht ihr dann mit einem Minus Elemental. Und jetzt sind wir bei der Riley und wenn wir einmal dran sind, dann sehe ich schon, dass, wir die Artis direkt machen können. S1 und S3 ist bei ihr wichtig und Minus Feuer. Wir können ihr sogar S1 und S2 brauchen wir gar nicht. Aha, ne, okay. Dann bleiben wir lieber bei dem. So, und bei der Riley war das, ich zeige euch das noch mal. Wir müssen bei ihr wie viel brauchen wir? Wir brauchen 172 Speed, exakt. Exakt 172 und, Moment, da muss ich noch mal ganz kurz gucken. Das waren 59 Resi noch bei ihr, genau. Die brauchen wir auch definitiv. Also ganz, ganz klar. Gut, sie kommt ja schon mit, 40 Resi. Das ist jetzt nicht gerade viel, was wir brauchen. 172 Speed waren das. Ja, genau, exakt 172 Speed. Und dann können wir geben ihr mal das und dann können wir das geben. Wir wollen Vio Will. Obwohl ich echt manchmal sagen muss, dass Vio dort, ein Segen und ein Fluch sein kann. Ich habe schon des Häufigeren gehabt, dass sie dann geprockt hat und, ja, war dann out of
und das war nicht so schön. Wir müssen noch dran denken, den Tessarion zu sperren und dann sind wir damit eigentlich schon so gut wie fertig. Und jeder, der, ähm, hatet gegenüber dem Hey-Gang-Team, probiert es einfach mal aus. Es ist wirklich gut. Probiert es aus und dann könnt ihr immer noch sagen, ob es für euch okay ist oder nicht oder wie auch immer. Das ist jedem selber überlassen. Das ist ui, 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 das ist super. Das gefällt uns sehr gut. Die hat genau das, was wir wollen. Gut def sie ist gut tanky. Das gefällt uns. So, bevor wir dann jetzt weitermachen, wir haben die Artefakte auch schon gegeben. Das heißt, wir gucken hier, Moment, 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 mir fällt gerade etwas auf. Das ist zu viel, zu viel, zu viel, zu viel. Wir haben seht ihr mal, da ist mir doch der Fehler direkt aufgefallen anhand der Speedwerte. Das ist nicht richtig. Wir müssen darauf achten, das muss exakt tuned sein. Auch sowas kann mir mal passieren, aber es ist ja aufgefallen sofort. Perfekt. Das ist vollkommen in Ordnung. Genau so wollen wir das haben. Jetzt gucken wir nämlich noch mal hier. Die sind beide auf dem exakt selben Speed. Er ist ein Speed schneller, weil er als Erstes dran sein muss. Ich habe euch ja schon mal erzählt von der Slot-Regelung, dadurch, dass er als Erstes, also im ersten Slot steht, wäre er dann auch zuerst dran, wenn die dasselbe Speed haben. Deswegen machen wir ihn einen schneller und die beiden sind dann auf demselben Speed. Und bevor wir jetzt testen, ob das funktioniert und nicht, lasst doch bitte ein Like und ein Abo da. Für euch kostet das absolut gar nichts und für mich wäre das ein riesen Support und ich würde mich mega freuen. Und wenn ihr auch Decks von mir gerunt haben wollt, dann guckt doch einfach mal bei meinen YouTube-Mitgliedschaften nach. Da sind mehrere verschiedene Optionen, die ihr auswählen könnt. Das ist auch nicht, dass ihr da monatlich gebunden seid. Ihr könnt es buchen und könnt es danach direkt wieder kündigen. Ihr bekommt dort dann die Anleitung, wie ihr mit mir in Kontakt treten könnt, wie das alles funktioniert und so weiter und so weiter. Und jetzt wollen wir dieses Team testen, ob das auch so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Das ist jetzt natürlich ein gängiges Team, wogegen wir das benutzen können. Hier ist Single Target Strip, AOE Strip und hier können wir gut Oblivion geben, um ihn rauszunehmen. Also gehen wir jetzt einfach rein und schauen mal, wie es funktioniert. Im besten Fall strippt sie. Oh, das ist super. Das ist der allerbeste Fall. Das heißt, wir sind jetzt genauso exakt dran und können jetzt auch gucken, ob wir exakt dran sind. Wir wollen, dass der Hagang zuerst moved, dann der Tessarion nach dem Strip. Jawohl, perfekt, super. Genau so wollen wir das. Wir haben jetzt leider kein Oblivion auf ihm getroffen, aber ist okay. Er prockt raus. Ich bin mir ganz sicher, ja, das gefällt uns so, wie es ist. Dann können wir hier einfach mal weiterspielen. Wir spielen das jetzt ein bisschen aus. Wir können ihm jetzt trotzdem das Oblivion geben, weil selbst wenn jetzt der dran ist, genau, strippt er uns. Das ist vollkommen okay. Genau das wollen wir nämlich auch. Wir wollen aber keinen Damage haben. Und weil wir jetzt auch nicht gestunt werden wollen, er hat seinen Stun noch nicht gemacht, machen wir den S4. Aber er hat ihn jetzt gemacht und prockt leider auch aus dem Oblivion raus. Das ist natürlich immer extrem nervig, wenn die rausprocken. Wir probieren ihn zu pushbacken. Kriegen wir hier ein Oblivion drauf? Jawohl. Und jetzt, Moment, schauen wir. Er wird sterben durch den Conti. Obwohl, können wir auch einfach so machen jetzt. So. Sie strippt wieder. Also ihr seht, es ist praktisch super gut. Also wirklich. Und deswegen spiele ich dieses Team so gerne. Wir hatten jetzt sogar extrem Glück gehabt, dass sie am Anfang alles gestrippt hat und wir extrem unsere Turnorder beibehalten haben. Das war wirklich gut. Aber im Worst Case ist es auch nicht schlimm. Also, ihr könnt meine Siege-Videos gucken, da mache ich mal ganz kurz Werbung für meine Siege-Videos. Da benutze ich das auch des Häufigeren und dann könnt ihr sehen, dass das wirklich eine super Off ist.
und ich auch verstehe, warum der Subscriber sie gekauft hat und sie haben wollte. Deswegen sind wir jetzt hier mit fertig. Wir haben es getestet. Ich habe euch 2 Devs gezeigt, wogegen ihr diese oft benutzen könnt. Wir haben das Exakt Speed Tuned und dann sind wir fertig mit dem Video. Wenn euch das gefallen hat, ihr wisst, lasst ein Like und ein Kommi da. Ähm, ja, und ein Subscribe natürlich auch. Da freue ich mich sehr drüber und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder, wenn wir neue Decks bauen. Bis bald!